Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Im heutigen Video geht es wieder um eine Smartwatch. Und zwar hat mir HiFuture die Future Go Pro zugeschickt. Ich habe davon 2 Stück. Und das Interessante an dieser Uhr ist, dass sie prinzipiell versucht, wie eine Uhr auszusehen und nicht wie irgendeine Plastikbombe aus China. Und dieses Ding, das um die 80 € kostet, gucke ich mir jetzt heute einfach mal an. Wie gesagt, ich habe keinerlei Erwartungshaltung, schon gar nicht erwarte ich, dass da jetzt irgendwie eine waschechte Smartwatch mit riesen App Store rauskommt. Aber wir gucken einfach mal, was uns da so erwartet und was die so aus der Nähe macht. Wir fangen mit der Verpackung an. Future Go Pro. Ihr seht schon, ne, das ist alles sehr metallic. Ne, das ist auch, glaube ich, ein Stainless Steel Korpus, also kein Plastik mit Metalloptik. Never back down, was für ein Logo, spitze. Dann haben wir hier noch verschiedenste Social Media Kanäle von der Shenzhen Future Access Technology Co. Limited. Assembled in China, okay. Gen 2 True Color Display, ja. Und hier haben wir noch ein 1,32 Inch Full HD Display, was mir jetzt bei der Größe, glaube ich, ziemlich egal ist. 3 ATM Waterproof, Blutsauerstoff haben wir hier, 24/7 Pulsmessung. Bla 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 bla. Und hier ist auch noch irgendwie so die Funktion für die App, die wir runterladen müssen. Wie heißt denn die eigentlich? Keine Ahnung, gucken wir uns später an bei der Installation. Im Lieferumfang haben wir einmal, was haben wir denn hier? Now you are part of the team Futurist are ready to get smarter with new dimensions. So, was hier nicht alles sagt. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Case hier. Pappe mit so ein bisschen. Das ist der übliche Papierkram. Warranty Card. Dann haben wir hier noch so einen, so einen mit Bildern. So ein Quick Guide. Die Glory Fit App sehe ich gerade hier. Die brauchen wir gleich noch. Okay. Dann haben wir hier noch so ein Ladekabel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon irgendwie bei der einen oder anderen. Ja, auf jeden Fall nicht kontaktlos. Da sind Kontakte dran. Und last but not least hier noch die Uhr. Oh ja. Die kommt auf jeden Fall in so einem schönen Metallband. Davon habe ich gefühlt schon, einige bestellt gehabt in China. Also das sieht auf jeden Fall sehr metallic aus. Und das Display machen wir hier mal noch ab. Ihr seht, hier ist ein Rahmen zu sehen. Der ist jetzt aber auch nicht riesig. Ist jetzt aber auch nicht der kleinste. Aber wie gesagt, wir reden hier von einem Price-Tag von 80 €. Dann haben wir hier so eine Pseudo-Lünette, die aber irgendwie leider nicht drehbar ist. Und was das jetzt für Zahlen sein sollen, also das kann ich jetzt nicht nach 60, 400. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen arg random vor, aber vielleicht erklärt sich das später noch. Hier haben wir noch auf dem Band so einen HiFuture Schriftzug drauf. Ja. Aber ist jetzt, wie gesagt, so ein Standardband und hier auch gleich der Hinweis, falls euch die zu groß ist, dann müsst ihr natürlich hier vorne diese Glieder rausmachen. Das könnt ihr mit einer Nadel einfach rauskloppen oder es gibt auch so extra Schraubgeräte, mit denen ihr das machen könnt zum Kürzen der Glieder. Aber ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Gucken wir mal, ob das Ding Saft hat. Ladekontakte kommen unten dran an ein Pulsmesser, also über dem Pulsmesser. Das ist halt das Problem mit diesen Bändern, da kommt man manchmal nicht so ganz leicht. Aber also magnetisch ist es, aber es ist jetzt nicht so stark, um diese Uhr zu halten. Er lädt jetzt auf. Soll mir recht sein, dann installieren wir jetzt mal die Glory Fit App und richten die ein. Ich zeige euch das mal nicht, ich gehe davon aus, es wird einfach eine stinknormale Registrierung sein. So sieht diese App aus, Glory Fit Smartwear. 3,9 Sterne bei 61.000 Rezensionen. Also ich habe schon schlimmere China-Apps gesehen. Das Schöne ist, man kann das aber auch gleich mit seinem Google, Twitter oder Facebook-Account machen. Okay, also die App ist eingerichtet. Ihr seht es hier, Geräte auswählen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann taucht hier eine Future Go Pro auf. Okay, dann nutzen wir die mal. Erfolgreich verbunden und schon ist die eingerichtet. Gut, die lädt jetzt hier noch fleißig vor sich hin. Die ist gerade bei 1%. So viel Zeit geben wir ihr dann doch. Und dann gucken wir uns doch einfach mal ein bisschen die App aus der Nähe an. Also wir haben hier die Möglichkeit, ein Ziffernblatt einzustellen. Zentrum der Zifferblätter. Okay, also bei den Übersetzungen hätte man noch ein paar Euro in die Hand nehmen können, aber jetzt erwarten uns hier
ein paar, was sind denn das? 12, 15, also doch ein paar mehr. Oh, es werden immer mehr. Ja, was sind das? 30? Oh, es werden immer mehr. Also, ihr habt auf jeden Fall eine gute Auswahl an Ziffernblättern. Haben wir alle so ein bisschen diesen leichten China-Style. Das werden ja immer mehr. Ist ja Wahnsinn. Also, da haben sie nicht gegeizt bei den Apps. Und, faszinierend, faszinierend. Also, dann machen wir das doch einfach mal. Synchronwahl. Und jetzt wären die quasi mit der Uhr synchronisiert und dann draufgeladen und dann kann man die dann hoffentlich dann dort auch nutzen. Der erste Eindruck ist erstmal so, dadurch, dass es dann doch alles sehr metalllastig ist, fühlt sich das dann doch sehr, ich sag mal, hochwertig an. Ich habe jetzt bisher auch noch keine unscharfen Kanten erlebt, als ich die Uhr jetzt hier so in der Hand hatte. Diese Lünette, die da jetzt oben drauf ist, also diese Pseudo-Lünette, die finde ich jetzt gerade eben ein bisschen schräg. Also die verschandelt in meinen Augen so ein bisschen diesen Look. Wenn das jetzt so eine normale Lünette gewesen wäre von 1 bis 12, ne, so für die Zeiger, hätte ich gesagt, okay, aber was jetzt diese 90, 85, 60, 400 sollen und also, das passt einfach nicht. Also da, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Vielleicht werde ich es auch noch rausfinden, aber das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Gut, die lädt jetzt fleißig weiter auf. Okay, dann gucken wir uns weiter die App an. So, wir haben dann hier Herzfrequenz überwachen. Gut, das ist die automatische Herzfrequenzüberwachung. Einstellung des Blutsauerstoffs, das kann man automatisch machen oder für einen gewissen Zeitraum. Okay. Anruferinnerung. Bei Telefon eingehen, Anrufe vibriert. Okay, das machen wir mal an. Ich habe da jetzt aber kein Mikrofon oder einen Lautsprecher gesehen, dass man mit der Uhr telefonieren könnte. SMS-Erinnerung, das ist auch. Hier auch gleich, wie gesagt, der Hinweis, ihr müsst sicherstellen, dass die Glory Fit App entsprechend alle Berechtigungen hat, sonst kommen da auch keine SMS oder Anrufe an. App-Erinnerung, das sind die Benachrichtigungen, Mitteilungsbefugnis manuell öffnen, bestätigen. So, dann müssen wir denen auch noch die Rechte geben, dass die, nein, das ist die falsche App, die Glory Fit App, dass die darauf zugreifen kann. So, da kann man noch einstellen, welche Benachrichtigungen ankommen. Also ich erwarte auch nicht allzu viel, aber wenn dann Benachrichtigungen wenigstens ankommen, ist es schon mal ganz gut. Aktivitätserinnerungen, ne, wenn man, na, das kennt man ja auch, wenn quasi mal wieder zu wenig bewegt wurde, dass man aufsteht. Alarm kann man hier noch einstellen. Okay, das ist durch ein einfacher Wecker. Heller Bildschirm. Wenn Sie Ihr Handgelenk heben, wird Ihr Gerätebildschirm automatisch aufleuchten. Das ist jetzt wieder diese normale Geste, die man kennt, wenn man den hier macht, dass das Display aufleuchtet. Bitte nicht stören Modus gibt es hier noch. Wann soll der aktiviert sein und wie? Was soll da passieren? Okay. Firmware aktualisieren ist auf dem neuesten Stand. Und dann haben wir eigentlich die Einstellungsmöglichkeiten durch. Ja, und auch so ein paar generelle zum Account, Zugriff auf dritte Parteien. Also das Schöne ist, man kann die Glory Fit App direkt mit Google Fit verbinden. Das heißt, ihr könnt dann in euren Google Fit Account die Daten reinladen. Hier haben wir quasi um Aktivitäten zu starten. Das kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Ne? Das haben wir, glaube ich, bei der Xiaomi Fit App, also bei der Zepp App, wie sie alle heißen. Das ist von der Aufmachung alles ziemlich gleich. Ich glaube, da haben die jetzt hier nicht das Rad neu erfunden. Aber wir sind jetzt erstmal auf einer sauberen Aufteilung der Daten, ja, die man sich hier anzeigen lassen kann. Schlaftracking seht ihr, gibt es hier auch. Gucken mal, wir werfen jetzt nochmal einen Blick drauf auf die Steuerung der Uhr und gucken mal, wie snappy die ganze Geschichte ist. Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Das Band ist natürlich jetzt nicht entsprechend angepasst, aber das ist das Display. Von links nach rechts kommen so die Apps. Von rechts nach links kommt man so durch die verschiedenen Widgets. Also wenn ihr andere Videos von mir gesehen habt, dann kommen euch diese Grafiken vielleicht irgendwie bekannt vor. Von oben nach unten die Quickleiste, okay. Und von unten nach oben wären jetzt die Benachrichtigungen. Ja, und da wären wir eigentlich schon drin. Der Puls misst auch schon fleißig. Mal sehen, was mein Oxywatch-Gerät sagt. Sagt gerade, ich hätte einen Puls von 100. Und die Uhr sagt 73. Okay, vielleicht normalisiert sich das jetzt. Ja, wir kommen der Sache langsam näher. Okay, jetzt sind wir auf einem ähnlichen Niveau. Also ich glaube, das Ding hat gerade ein bisschen gesponnen. Okay, ja, also die Werte sind in der Nähe. Was der Blutsauerstoff sagt, da haben wir jetzt 96 bei meinem
Fingermessgerät. Also das ist jetzt alles nicht repräsentativ, das ist jetzt einfach mal so ein erster Blick drauf, was für Funktionen es gibt, wie sie laufen und ob die auch immer was tun. Hallo? 96, 97, ja, okay, ist auf einem ähnlichen Niveau. Ja, interessant. Schlaftracken, Wetter, kriegt man hier auch angezeigt. Ja, also da ist jetzt alles dabei, was man so für eine einfache Smartwatch gebrauchen kann. Natürlich gibt es da jetzt keine Apps, kein NFC oder sonst irgendwas, geschweige denn EKG oder sonst was. Aber was hier, glaube ich, ganz schön ist, wem so eine, ich sag mal, so eine Business-Uhr gefällt, abseits von diesen Plastikbombern, für den ist das vielleicht so eine günstige Alternative. Und wer dann sagt, ich will eigentlich nur ein bisschen Schlaf tracken und ein bisschen Pulsdaten haben, da könnte das vielleicht ausreichend sein. Aber diese Lünette finde ich immer noch sau hässlich. Das verschandelt die Sache. Wenn da jetzt einfach so eine geriffelte Lünette wäre mit 1 bis 12, dann wäre das wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Ja, Knöpfe sind auch okay. Druckpunkte gibt es da. Irgendwelche Schnellfunktionen gibt es jetzt nicht. Damit kann man sie noch ausmachen und wieder anmachen. Aber ja, ist okay. Also, wie gesagt, wir reden hier über 80 Euro. Wie gesagt, wenn jetzt diese Lünette hier optisch noch ein bisschen schöner wäre, dann wäre das Bild rund. Aber ja, so ist es jetzt erstmal in Ordnung. Ihr habt ja gesehen, die Pulsdaten, die passen dann auch schon. Wie gesagt, es ist kein medizinisches Gerät, habe ich jetzt auch hier auch keine Erwartungshaltung. Aber ja, ich hätte mir mehr Murks und mehr Müll erwartet. Aber ihr habt auch so das Steuern so auf der Uhr, auf der Oberfläche ist ja eigentlich auch ganz snappy. Übersetzung, habe ich gesehen, ist manchmal noch ein bisschen, ja, wie gesagt, das merkt man halt schon, das ist nicht ganz so sauber. Aber wenn ihr damit leben könnt, dann gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Und wie gesagt, also ich lege euch mal so meine Samsung Galaxy Watch 5 Pro daneben. Von der Größe her geben die sich jetzt nicht so viel. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier vorne so mit Stabilität und Kratzern wird, weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass da jetzt irgendwie Gorilla-Glas oder irgendwas Besonderes an Glas drauf ist, aber es gibt ja auch für die Größen ja auch Panzerglas, sage ich mal, bei Amazon und Co., wo das ihr auf die Größe gefühlt überall draufkleben könnt. Aber damit bin ich jetzt fertig. Wie gesagt, High Future Go Pro war ein interessanter Einblick, Stainless Steel. Eine davon geht auf jeden Fall wieder in meine Tombola-Box und deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. Spätestens bei den nächsten vollen 1000 Abonnenten gibt es wieder eine Verlosung und da könnt ihr vielleicht die auch gewinnen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.